In diesem Video erfahrt ihr, wie man Kanten klebt, mit Honza für 1 Minute. Hallo, ich bin Honza von IGM. Heutzutage, wo die meisten Möbel aus Laminat bestehen und Massivholz erst an zweiter Stelle steht, kommt man an einer ABS-Kantenleimmaschine nicht vorbei. Für kleinere Werkstätten und Montagearbeiten sind Kantenleimmaschinen am besten geeignet, da sie leicht und mobil sind und auch abgerundete Kanten von Möbeln bewältigen können. Damit auch für jeden etwas dabei ist, bieten wir 3 Modelle von manuellen IGM-Kantenleimmaschinen an, die zum Verkleben aller Arten von Kunststoffkanten und Furnieren geeignet sind. Lasst uns über die Hauptunterschiede sprechen. Das höchste Modell der Kantenanleimmaschine, IGM DR500, ist die weltweit erste Maschine mit wiederaufladbarem Akku für die Nutzung ohne Kabel. Der Kleber im Behälter wird in nur 5 Minuten auf die erforderliche Temperatur erhitzt, danach können Sie das Netzkabel ausstecken und nur noch per Batterie kleben. Sie werden dies hauptsächlich beim Kleben von sehr großen Teilen verwenden, wo das Kabel stören könnte, oder bei der Montage beim Kunden, wo es Probleme mit der Reichweite des elektrischen Anschlusses geben kann. Dieses Modell ist mit einer elektronischen Vorschubgeschwindigkeitsregelung im Bereich von 2 bis 6 Meter je Minute ausgestattet. Ihr verwendet die Geschwindigkeitsregelung hauptsächlich beim Kleben komplexer geformter Teile mit Radien, wo es ideal ist, den Bandvorschub zu verlangsamen. Ihr könnt gerade und geformte Teile mit einer Kantenhöhe von bis zu 65 Millimetern einfach und sehr effizient verkleben, auch auf geneigten Kanten im Winkel von 75 bis 105 Grad. Das Modell DR500 hat auch die höchste Ausstattung. Sie erhalten die Maschine in einem robusten Kunststoffkoffer auf Rollen mit ausziehbarem Griff. Im Paket findet ihr eine massive Schneidezange zum Trimmen von ABS-Kanten, ein Nachlademagazin für die Kante, einen Akku, eine Eckenpresse zum hochwertigen Verkleben von scharfen Innenecken und 800 Gramm granulierten Schmelzkleber. Das mittlere Modell aus dem Angebot ist die BR500. Diese Maschine ist nicht mehr mit einem Akku ausgestattet und hat eine etwas bescheidenere Ausstattung als das Modell DR500. Sie wird in einer leichten Transportbox geliefert, in der ihr eine Eckenpresse, 1 Kilogramm granulierten Schmelzkleber und eine leichte Zange für Kanten bis zu 0,5 mm Dicke findet. Dieses Modell ist mit einer Vorschubgeschwindigkeitsregelung ausgestattet und eignet sich daher für alle Leimarbeiten in der Tischlerei. Alle anderen Parameter sind identisch mit dem höheren Modell DR500. Das Basismodell unter den IGM-Kantenleimmaschinen ist das Modell BR300, das wie das Modell BR500 nicht mit einem Akku ausgestattet ist. Bei diesem Modell müsst ihr euch auch nur mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 4 Metern je Minute zufrieden geben, daher eignet es sich eher zum Kleben gerader Teile oder für Teile mit großen Radien. Der Unterschied liegt auch in der Ausstattung. Das Modell BR300 wird in einem leichten Transportkoffer geliefert, in dem sich eine Eckenpresse befindet. Kleber und Zange müssen für dieses Modell separat erworben werden. Für alle 3 Maschinenmodelle könnt ihr einen Klebe- und Schneidetisch kaufen, der ein toller Helfer für das einfache und präzise Kleben kleinerer Teile ist, zum Beispiel Türen, Regale oder schmale Leisten, die sich nur schwer oder gar nicht spannen lassen in einer Vakuumklemme. Auf den Tisch kann auch die Kantenfräse IGN PD80 befestigt werden, mit der ihr die Randüberlappungen dieser Kleinteile einfach und sicher fräsen könnt. Der Tisch ist außerdem mit einem Hebelkantenschneider, einer integrierten Schublade mit einem zentralen Schalter für eine Kantenleimmaschine oder einen Trimmer und einem großen rotierenden Nachlademagazin für große und kleine Kantenrollen ausgestattet. Es ist wichtig, den richtigen Kleber für Maschinen zu wählen, also Kleber für manuelle Kantenleimmaschinen. Dies ist wegen des Schmelzpunktes des Klebers sehr wichtig. Sie sind in 1 Kilo, 5 Kilo und/oder 25 Kilo Paketen erhältlich.
Das wäre alles zu den Maschinen. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was euch beim nächsten Mal interessieren würde. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, klickt hier, um euch anzumelden. Also das nächste Mal für eine Minute.